Wir sind heute nach Berlin gefahren, uns die neue Sony FX2 anzuschauen. Aber nur wir anschauen ist ja auch irgendwo langweilig. Wir wollten es euch zeigen, aber vor allem wollten wir wissen, was halten die Content Creator davon, die mit so einer Kamera arbeiten würden. Ja, gerade rausgekommen von der Premiere. Die FX2 wurde vorgestellt. Ich bin sehr happy, weil ich wusste gar nicht, was mich hier heute genau erwartet. Ich bin sehr happy mit den neuen Features. Eines zum Beispiel der neue Electronic Viewfinder. Finde ich sehr geil, weil bei FX3 habe ich manchmal Schwierigkeiten. Gerade 12, 13 Uhr, man kennt es bei Hochzeiten, wenn man filmt, finde ich es schwer, durch ein Display zu gucken. Zweites Feature, was sehr geil ist, du kannst sehr schnell umswitchen zu Fotos und es ist nicht eine niedrige Megapixelzahl wie bei der FX3, sondern man hat jetzt hier 33 Megapixel, heißt es geht eigentlich fast in Richtung A7 IV und das sind eigentlich meine zwei Key-Features, die ich sehr gefeiert habe. Hi, ich bin Arvid, Content Creator und Videograf. Ich mache ganz viele Tutorials und zeige anderen, wie man coole Effekte nachmachen kann oder generell, wie man besser wird im Bereich Foto und Video und versuche, komplizierte Dinge generell so runterzubrechen, dass, egal ob man Anfänger oder fortgeschritten ist, alles komplett versteht. Hey, ich bin Iso, Fotovideograf, Creator, allgemein im Filmmaking-Geschäft, habe mich auf die Cinematografie spezialisiert und mache sehr viel in Richtung Storytelling. Und ja, ich bin heute hier, darf die neue Sony mit Arvid zusammen anschauen. Wir dürfen kurz darüber quatschen. Wusstest du, dass heute eine neue Kamera released wird? Ja. Wusstest du, welche Kamera jetzt released wird? Jein. Also ich habe die Sony Rumors, wurde mir dann gezeigt. Da war ich so, okay. Und tatsächlich war das dann die FX2 auch. Gibt es irgendwas hier, wo du sagst, geil, hätte ich auch gerne bei meiner, was auch immer du jetzt gerade benutzt? Ja. Ich nutze auch die FX3. Ich finde den Switch zwischen Foto und Video geil. Und 33 Megapixel. Die FX3 hat, glaube ich, 12 Megapixel, wenn ich mich jetzt gerade nicht ganz irre. Richtig, ja. Und 33 Megapixel kannst du halt schon ein bisschen mehr machen und du musst halt einfach switchen, musst nicht mehr zwei Kameras gleichzeitig mit dabei haben. Finde ich geil. Wusstest du, dass die Kamera Log-Fotos machen kann? Nee, das habe ich gerade erfahren und das finde ich krass. Willst du erklären, was es ist? Mach du lieber. Okay. Log-Fotografieren bedeutet, dass du quasi Stills hast, die ein flaches Farbprofil haben, wie deine Videos. Sprich, du gehst nach Hause, du ziehst alle deine Videos rüber, gradest die und dann sagst du, ich will die Bilder, die ich da geshootet habe mit der Cam, auch im selben Farbprofil oder mit denselben Farben, mit demselben Stil haben. Und dadurch, dass die Bilder auch in Log geshootet wurden und dementsprechend recht flach sind, kannst du 1:1 einfach diese Farben auf deine Bilder übertragen, sodass es so aussieht wie deine Videoaufnahmen, die Fotos. Und dann hast du wirklich einen einheitlichen Look über deine Videos und deine Fotos. Und das ist geil. Mit dem Sucher, glaube ich, darf ich mich dran gewöhnen. So eine Art Sucher hatte ich noch gar nicht bei mir mit dabei. Ich komme eigentlich sehr gut klar mit dem Bildschirm oder mit einem Monitor. Aber an sich finde ich das krass, dass die Cineline jetzt diese kompakte, so einen richtigen Sucher hat. Hatte ich auch noch nie bei irgendeiner, also bei den großen Cams kennt man das ja. Also eine Sache muss ich sagen, was ich tatsächlich, das hat Lennart vorhin auch gesagt, ich habe früher mit der 7.4 gefilmt. Ist ja gleicher Sensor, also nicht gleicher Sensor, aber gleiche Auflösung auf jeden Fall. Das ist so krass, wie viel, also du kannst wirklich 300-fach reinzoomen und das ist immer noch crispy. Kannst du mit der FX3 nicht machen. Also du kannst 200-fach reinzoomen, 4K ist immer noch gut, aber danach merkst du, okay, irgendwann leidet das Ding halt. Und wenn du das fast dreifache an Auflösung hast, ist schon crazy. Eine Sache stört mich natürlich auch wie bei der 7.4, dieser Crop, der nervt mich ein bisschen, kann manchmal Vorteil sein, aber ich crop dann lieber selber hinterher so. Das mag ich nicht. Aber also ich würde das für Hochformat oder Querformat-Content auf jeden Fall und für Produktion als B-Cam natürlich, ist richtig geil. Da kann der Crop wiederum geil sein, wenn du eine Brennweite hast wie 70-200 und du willst aber noch mehr Crop, dann hast du ja immer noch 4K. Also das andere ist ja 7K oversampled. Deswegen, wenn ich jetzt nicht zweimal die FX3 haben will, würde ich nicht die FX30 holen, dann würde ich eher eine FX3 und die hier holen. Weil die kannst du echt schon fast als Hybrid nutzen. Und wenn ich jetzt nicht so unbedingt viele Shootings habe, dann auf die 7.4 komplett verzichten. Und das ist dann meine Hybrid-Cam, auch wenn die jetzt keine Fotokamera ersetzt. Trotzdem würde reichen. Erstmal ganz spannende Frage hinterher. Ja. Wem würdest du die Kamera empfehlen? Alle, die so eine Hybrid-Kamera suchen tatsächlich. Also ich habe echt lange darüber heute nachgedacht und auch anderen die Frage gestellt. Und ich glaube, das ist schon so, weil das haben die auch bei der Vorstellung gesagt, das ist die neue Hybrid-Kamera, weil du wirklich mit so einem Knopf hier hinten, zack, auf Foto wechseln kannst. Und Mechanical Shutter hat er? Ja, gut, dann schau, dann brauchst du gar... Also, sorry, ich wüsste jetzt nicht, was eine 7.4 hier zu melden hätte, außer dass die Knöpfe natürlich, das ist halt eine Cine-Videokamera natürlich. Aber ganz ehrlich, ich könnte auch eine Hochzeit mit dem Ding fotografieren, wenn das Mechanical Shutter hat, dann... Aber deswegen sage ich, also
Das Ding wäre dann quasi der neue Ersatz für eine 7.4 als komplette Hybridkamera, die wahrscheinlich auch deutlich geilere Farben im Video hat, weil das ist schon ein guter Sprung zu FX3 7.4 oder FX3, selbst die neue ZV-Serie hat deutlich geilere Farben, finde ich, im Log-Bereich als die 7.4 und das wäre ein krasser Upgrade jetzt. Also wenn ich meine 7.4 ersetzen müsste jetzt, würde ich die holen. Und dann habe ich Foto und Video komplett einmal abgedeckt. Ja, und du? Cool. Ich glaube, für mich, für eigene Content-Produktion, wo ich mich filme, gar nicht. Da würde ich dann wirklich auf die FX3 weiterhin gehen und weiterhin auch setzen. Als B-Cam für Interviews, definitiv. Gerade für Interview-Settings sehr spannend. Gerade auch mit dem Sucher. Du kannst dich viel mehr auf den Schnitt, also viel mehr auf den Frame konzentrieren. Was auch schon gesagt hat, du hast halt diese Außenwelt nicht mehr, die du beim Event beispielsweise brauchst. Beim Event kannst du doch nicht durchgucken, weil du brauchst halt irgendwie den Blick auf alles, was gerade passiert. Beim Interview kannst du dich wirklich komplett auf diesen Frame konzentrieren. Beim Set aber kannst du dich komplett auf den Frame konzentrieren. Dafür ist es dann, glaube ich, geil, nicht nur, wenn die Sonne blendet, sondern wenn du wirklich Fokus auf den Aufbau vom Bild setzen möchtest, ist der Sucher echt genial. Also definitiv für Kundenprojekte, alles was Interview betrifft und halt auch, klar, irgendwo als Ersatzkamera, falls die erste Kamera dann mal irgendwie schwächelt. Ja, tatsächlich würde ich auch sagen. Das wäre echt die Alternative als Second Cam. Ja. Safe. Hi, ich bin Stefan Krenn aus Wien, Österreich, Sony Imagine Creator und mache viele Videoproduktionen, Filmproduktionen, eher auch im kommerziellen Bereich, aber eben auch kompakte Content Creation. Und ich hatte die tolle Ehre, als erstes die FX2-Kamera zu testen. Hat mega viel Spaß gemacht und wir werden jetzt ein wenig drüber sprechen. Du hattest wahrscheinlich von allen, die heute hier waren, am längsten die Kamera auch irgendwie im Einsatz. Deswegen gehen wir mal so ein bisschen deine ganzen Feedbacks auch durch. Und ich würde erstmal dir auch allgemein an den Kopf werfen am Anfang, ne, was war so für dich so der erste Eindruck auch von der Kamera, als du die bekommen hast? Du hast ja schon andere FX-Kameras, ne? Wie hat sich das im Vergleich dann so für dich angefühlt oder wie hast du es empfunden? Also wie ich es das erste Mal aus dem Karton, aus dem Secret-Karton genommen habe, ist mir natürlich das erste, also man kann es ja gar nicht übersehen, dieser Viewfinder ins Auge gestochen. Und das war auch eigentlich so, also jetzt schon vorweggenommen, so mein Highlight auch ein bisschen daran. Aber generell war ich auch begeistert eben von der Build-Quality, die man halt sonst auch gewohnt ist von den FX-Kameras. Und dadurch, dass es ja doch eventuell auch eher teilweise für Einsteiger geeignet ist, wurde da trotzdem auch nicht gespart. Und das freut mich, dass man trotzdem dieser Cinema Line auch gerecht wird in dem Formfaktor, die Materialien, die verwendet worden sind für das Gehäuse. Und ja, hat einfach Spaß gemacht, die direkt in die Hand zu nehmen. Und es hat sich irgendwie so angefühlt, als kennt man es schon, aber trotzdem mal was Neues dabei. Was ja auch wirklich neu ist, ist ja, dass jetzt eigentlich so ein bisschen dieses hybride Arbeiten ja jetzt auch in die Cineline reinkommt, was vorher ja eigentlich andersrum war. Vorher hatte man diese hybrid normalen Alpha-Kameras, die gut Fotos und dann Video konnten. Jetzt ist es hier anders. Wie ist da so dein Empfinden? Findest du es einen guten Step oder hättest du dir eher was anderes für die Cineline gewünscht? Ja, ich finde es interessant und ich habe auch vorher mit den Kollegen eben geredet. Was ist so das Ziel und wo ist genau die Trennung zwischen Pro und Consumer? Und es soll eigentlich auch gar nicht mehr so eine Trennung geben und es hat sich ja auch schon in die Richtung entwickelt, eben durch das S-Log 3, dass das eben auch schon bei den offiziellen Fotokameras sozusagen drinnen war und man konnte es trotzdem auch matchen mit den Videokameras, mit dem S-Log 3, was immer schon praktisch wird und das ist ja quasi auch so ein bisschen das, was so diese Cinema Line ausmacht, dass die Bildprofile alle perfekt zusammenpassen und jetzt immer auch mehr noch die Einstellungsmöglichkeiten, so das Setup. Und ja, ich habe es selber verwendet, eben auch diese Fotofunktion, gerade eben dadurch, dass ich ja viel verschiedene Szenerien ausgetestet habe bei meinem Launchfilm. Gerade beim Reisen ist mir das sehr positiv aufgefallen, weil man dann nicht extra nochmal eine andere Kamera oder so genommen hat oder nicht nur die Smartphone-Qualität hatte, sondern einfach wirklich an diesem Switch hier, der da hinten verbaut ist, instant umschalten kann und das Foto schießen konnte und auch mit einem mechanischen Shutter sozusagen. Und das war schon extrem praktisch, vor allem auch, dass ich die Einstellungen gar nicht verändern musste, sondern auch direkt im Log-Profil fotografieren konnte, was für mich nicht uninteressant war, weil ich teilweise sogar mehr, dadurch, dass ich halt viel Videos grade, ein Grading spannender finde, als in Lightroom die Regler zu schieben. Und ja, finde ich spannend. Ich meine, ich würde jetzt trotzdem behaupten, dass das eher für den Videobereich so das Main-Ding sein sollte und jetzt vielleicht nicht so das Main-Ding für Fotografie. Aber einfach die Möglichkeit zu haben, ist, glaube ich, ganz interessant und man erwischt sich dann doch öfters als gedacht, dass man hier und da mal auf den Still-Button drückt sozusagen.
Ja, wir kennen es aus FX3. Wir haben zugegebenermaßen öfters mal Fotos damit gemacht gehabt, aber weil wir es gerade brauchten und nicht das Smartphone nehmen wollten. Deswegen finden wir das auch extrem cooles Feature. Diese Auflösung kommt ja auch manchmal so ein bisschen mit einem Downside zu sich. Ne? Bei der FX3 haben wir ja extrem gutes ISO-Verhalten, ne? Mit der Dual-Base-ISO bei 12.800. Dafür halt 12 Megapixel. Jetzt haben wir mehr Auflösung, dafür nicht mehr dieses extrem gute Rauschverhalten. Wie stehst du dazu? Sagst du, ist trotzdem total fein oder hast du da eine andere Ansicht? Für mich, also diese ISO-Werte, natürlich bei der FX3, dieser extrem hohe zweite Base-ISO-Wert, ist natürlich verrückt und Wahnsinn, was man damit machen kann und dass man dann teilweise trotzdem einen ND-Filter braucht. Ja. Wenn es eigentlich Nacht ist, ist verrückt. Aber ich muss sagen, so vom Workflow, dadurch, dass ich auch gerne hier und da hobbymäßig analog fotografiere, bin ich es natürlich gewohnt, dass der ISO-Wert recht niedrig sein muss. Und da ist ja dann trotzdem der Second Base ISO-Wert bei 4000 ISO, was ja trotzdem eigentlich so im Verhältnis, auch wenn man ganz so ein bisschen an die Entwicklung denkt, wie das so entstanden ist, dass man immer gesagt hat, der niedrigste ISO-Wert, und dann hat schon angefangen bei alten Kameras bei 800, war eigentlich fast gar nicht mehr nutzbar. Und da haben wir quasi 4000. Dann war das für mich in den meisten Fällen ausreichend. Also in den meisten Workflows, außer es ist wirklich stockdunkel, benötige ich fast gar nicht mehr. Es ist natürlich nice to have, keine Frage. Aber es wäre jetzt nicht ein Feature, wo ich sage, okay, das wäre ein Must für mich. Und gerade auch, dass es 7K Downsampling ist auf 4K, das hat man schon stark gemerkt auf jeden Fall. Im Edit dann, wie crisp das Bild ist, wie hoch aufgelöst, und dass es auch gar nicht wehtut, wenn man mal reincroppt ein bisschen. Und ich verwende das halt sehr gerne auch, einfach um den Fokus ein bisschen zu setzen, im Nachhinein mit Keyframes so einen leichten Zoom-Effekt reinzumachen. Und das tut einfach gut, wenn man da mit der Auflösung nicht an die Grenzen stoßt und nicht gleich irgendwie sieht, dass das Bild zerfällt oder so. Ja, wir gehen das auch gerne manchmal an bei dieser ISO-Thematik. Ne? Es gibt so Lowlight-Kameras und es gibt No-Light-Kameras. Und so eine FX3 ist eine No-Light-Kamera, die kannst du auch irgendwo tief in der Nacht verwenden. Ja. Und das ist immer noch eine gute Lowlight-Kamera eigentlich. Fall, ja. Deswegen kommt immer darauf an, wie man arbeitet natürlich, aber auch damit hätte ich jetzt keine Bauchschmerzen, eine Hochzeit zum Beispiel zu filmen oder fotografieren. Nee, gar nicht. Bei der Performance, das geht auf jeden Fall. Was natürlich noch eine Sache ist, was viele natürlich auch dann in der FX3 lieben, ist Slow Motion. Da sind wir natürlich jetzt hier ein bisschen eingegrenzter, auch jetzt mit einem Crop, wenn wir jetzt in 4K 60 reingehen. Ja. Ich verstehe, dass das oftmals jetzt, habe ich es auch so in den Gesprächen mitbekommen, das ist halt so ein Kritikpunkt. Ja, so Meckern auf hohem Niveau. Genau, ne? immer so Meckern auf hohem Niveau. Das ist so ein Ding, so, dieser Crop. Ich muss ehrlich sagen, ich hab das meiste in 25 Frames gefilmt, in Fullframe. Hier und da ein paar Shots auch in Zeitlupe und fand das sogar in meinem Fall einen Vorteil, da dann ein wenig Crop drinnen zu haben, um einfach ich habe halt viel mit Festbrennweiten auch gearbeitet, quasi wie eine zweite Festbrennweite am Start zu haben, die halt ein bisschen näher ist. Und ein Kollege, der eben dann den einen Drehtag Behind the Scenes gemacht hat, der ist sehr stark im Sportsegment und filmt Football. Und der war gleich Feuer und Flamme, wie er die Kamera gesehen hat, und hat gemeint, das ist so das Ding für ihn eigentlich, also genauso für diesen Einsteiger. Und bei ihm ist dieser Crop in Zeitlupe sogar ein Vorteil, weil der gerade beim Sport immer näher dran sein will und dadurch eigentlich seine Brennweite verlängert. Dadurch ist das eigentlich gar kein Nachteil in dem Sinn. Also ich glaube, es kommt sehr stark darauf an, noch was man shootet und was man am meisten shootet, und dann kann man es sogar in den meisten Fällen zum Vorteil nutzen. Ja. Wo ja auch noch ein Crop dazu kommt, ist auch die Stabilisierung. Ne? Wir haben ja hier jetzt, weil wir die neuen Chips und Co. dabei haben, ja auch noch jetzt es ist ja eine Stabilisierung unter anderem, ne, mit der Zentrierung von einem Subjekt. Da hast du ja auch schon gute Action mitgefilmt gehabt. Das hat auch gut performt weil wir konnten es immer nur spontan mal irgendwo gehen, testen, aber du hast ja wirklich in Action getestet. Wie zufrieden bist du damit? Ich habe es eben sehr stark getestet, gerade bei dem Autoshoot, wo ich aus dem Fenster gefilmt habe und wirklich ohne Gimbal oder sonstigen Stabilisierungshilfen gearbeitet habe, und das selbst bei einer Brennweite von 70 mm. Und da war ich schon, also wir hatten dann auch, ich habe halt direkt das Footage reviewed und habe alle halt schauen lassen, und alle war so, wow, also das ist kein Gimbal und es schaut trotzdem mega gut aus. Da war ich sehr überrascht. Man muss schon so ehrlich sein, auf einem kleinen Screen oft sieht man das nicht vielleicht. Man muss nur ein bisschen aufpassen mit dem Shutter Speed, weil man kennt es eben, diese Dynamic Active Mode, das ist ja quasi eine Kombination aus physischem und dann auch halt digitalen Stabilisation. Und gerade bei einem Shutter, wenn man halt den Motion Blur drin haben will von 1/50 bei 25 Frames, kommt es so zu kleinen Artefakten bei so gewissen Shakes, einfach weil diese digitale Stabilisierung versucht zwanghaft nachzustabilisieren. Da aber ist eigentlich die Lösung, ein bisschen den Shutter zu erhöhen, dann fällt das gleich weniger auf. Aber das ist halt wirklich eine Extremsituation gewesen. Wir sind da wirklich auf so einer
Steinstraße gefahren und alles hat gewackelt und ich habe aus dem Fenster in einer unguten Situation gefilmt aus der Hand. Und wenn du es halt den richtigen Zeitpunkt findest, ich sage mal, für so einen schnellen Edit 3 Sekunden, wenn da 4 schöne Sekunden dabei sind, hat man schon gewonnen und für das hat es gepasst, ja. Gibt es noch so ein Feature aus der Cineline zum Beispiel, wo du sagst, hey, das hätte ich jetzt noch super gerne in der nächsten, jetzt ist es ein bisschen spät, ne, aber in die nächste Version noch irgendwie vielleicht mit drin? Ich denke mir, und ich glaube, da bin ich nicht der Erste, der das schon erwähnt, oder das ist ja generell in der Branche so ein Ding mit diesem internen ND-Filter. Wobei ich denke mir, da ist die Diskussion bei der Kamera ein bisschen fehl am Platz, weil strategisch die auch nicht in die Richtung geht. Also das würde ich eher sehen bei einem Nachfolger von der FX3. Da könnte man das Thema diskutieren, falls das nicht kommen sollte, ob das jetzt schade ist oder nicht. Bei der FX2 verstehe ich es strategisch, dass da sowas nicht gemacht wird, weil das wäre irgendwie auch ein Widerspruch gegenüber der FX3. Und sonst, natürlich, ich habe es recht exzessiv testen können, aber wahrscheinlich müsste man es dann noch fast länger testen können, um wirklich zu sehen im alltäglichen Gebrauch, was würde einem abgehen. Dadurch, dass sehr viel natürlich auch von der FX3 kommt und ich die FX3 extrem regelmäßig verwende und da auch mega happy bin, erwarte ich nicht, dass da jetzt was großartig fehlen sollte. Ja. Sonst Zielgruppe, wie würdest du die da definieren? Ja, so wie gerade eben erwähnt, eben der eine Kollege, der da die Behind the Scenes für mich gefilmt hat, der hat eben sofort gesagt, die Kamera, die will ich, die hole ich mir. Ich glaube wirklich so, die Einsteiger, die jetzt aber trotzdem schon gut mit der Technik umgehen können und auf jeden Fall so in die Cinema-Line-Richtung gehen wollen, die werden damit mega happy sein, weil ich finde es schön, dass hier auch nicht gespart worden ist und wirklich viel Fokus auch gerade in die professionelle Richtung gelegt worden ist, auch mit diesem, ich glaube, Big Six-Menü haben sie ja gesagt, mit diesen wichtigsten Infos direkt am Screen. Das sind einfach so Features, die sind mega praktisch dann im Use-Case am Set selber und wirklich auch für One-Man-Shows, also wo man wirklich alleine spontan flott gute Aufnahmen generieren will. Und gerade das habe ich auch in meinem Projekt eben getestet, da wirklich sehr kompakt unterwegs zu sein. Aber es hält einem auch nichts davon da ab, ein bisschen größer zu denken und auch Studioshoots damit zu machen. Ich glaube, da gibt es auch keine Grenzen nach oben oder eben auch als perfekte B-Cam zu einer FX3. Aber da sehe ich es auf jeden Fall gut situiert, die Kamera. Ja. Nur so als letzte Frage, so dein eines Feature, was du bei der Kamera wirklich am allerbesten findest? Also das Feature, was ich am meisten genutzt habe, auch der EVF, der Electronic Viewfinder, ist auch das, was am meisten ins Auge sticht. Ich muss wirklich sagen, ich dachte selber nicht, dass ich ihn so oft verwende, aber es ist einfach wirklich mega praktisch, die Belichtung zu checken, gerade wenn es extrem sonnig ist. Ich glaube, wir kennen es alle, wenn man den Screen, wenn man gar nichts mehr erkennt, auch um das Footage zu reviewen im Nachhinein, um nochmal zu checken, hat der Fokus gepasst, hat die Belichtung gepasst. Das ist so mein persönliches Highlight. Ja. So. Wunderbar. Vielen Dank. Danke vielmals, hat mich gefreut. Das waren die ersten Eindrücke zur neuen Kamera. Alle weiteren Informationen zu Preisen und Verfügbarkeiten findet ihr natürlich auf fotokoch.de unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über einen Daumen und Abo freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.